Hi, schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Ich habe heute mal den ersten Teil von neuen Düften mit dabei. Wir haben in letzter Zeit so viele neue Düfte aufgenommen, das ist echt der Wahnsinn. Und ich habe heute 10 Stück mit dabei und ja, mir reicht die Zeit des Videos nicht. Das heißt, es wird einen zweiten Part geben, weil wir wirklich super viele neue Düfte mit dabei haben. Bevor wir aber mit den Düften starten, habe ich tolle Neuigkeiten für euch. Und zwar haben wir bei Parfori neue Cases aufgenommen. Und zwar richtig coole Farben. Das knallt mega. Richtig schön pink. Dann ein wunderschönes Rosé. Ein schönes Lila, einfach so ein bisschen ja pastellig gehalten. Super schön, wie ich finde. Und dann, jetzt gehen mir die Finger aus, ich stelle die mal hierher, gibt es noch so einen Metallic-Ton, der auch ziemlich cool ist und auch total unisex funktioniert. Und darüber hinaus, Farben kennen eh kein Geschlecht. Also wenn du Lust hast, deine Parfumproben auf ein neues Level zu heben, dann entscheide dich gerne für eine von den Etuis. Ich zeige dir mal ganz kurz, wie du zu den Etuis auf parfori.com kommst. Du kannst sie die ganz einfach bestellen, indem du eben auf den Reiter Etui gehst. Und da siehst du schon die unterschiedlichen Farben. Wir haben ja da letzt auch ein paar andere Farben noch mit aufgenommen, so ein wunderschönes Khaki zum Beispiel oder auch ein Grau. Insofern ist für jeden von euch bestimmt was Passendes mit dabei. Ich würde vorschlagen, dadurch, dass ich 10 Düfte mit dabei habe, starten wir mit dem allerersten, der seit kurzem erst im Sortiment ist, von der Marke Mr. Waldron. Und ich habe tatsächlich 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück von der Marke mit dabei. Und ich bin mega gespannt. Ich habe keinen von den Düften schon mal gerochen davor. Das heißt, es wird auch für mich jetzt eine Premiere und ich bin mega gespannt. Der erste Duft, den ich dabei habe, heißt Exotic. Und ja, wie der Name es schon sagt, wird da wohl irgendwas Fruchtiges mit drin sein. Und ich hoffe mal, dass es ein Duft ist, der perfekt jetzt auch in die warme Jahreszeit reinpasst. Schauen wir mal. Wunderschöner, saurer, fruchtiger Start. Und irgendwie hat es mich so ein bisschen an Pina Colada erinnert. Das heißt, im ersten Riechen rieche ich zumindest eine Kokosnuss mit raus und irgendwas Alkoholiges, obwohl das, ich habe hier mal aufgemacht, was drin sein soll in dem Duft, tatsächlich offiziell nicht mit drin ist. Schön feiner Duft. Also bei so exotischen Düften, das kann einem ja auch mal kurz echt die Lampen ausknipsen, wenn man da dran riecht, weil die wirklich super intensiv sein können. Schon zu stechend und schon zu intensiv, gerade für warme Jahreszeiten. Ich muss aber sagen, der Exotic von Mr. Waldron ist echt so ein fruchtiger Duft, der eine wunderschöne Portion Frische auch mit drin hat und deswegen für den Sommer mega cool ist. Was im Verlauf schön rauskommt, ist eine Limette in Kombination mit einem grünen Apfel. Ich finde jetzt, grüner Apfel ist nicht isoliert rauszuriechen, das nicht, aber gibt natürlich diese Säure rein und diese Saftigkeit. Und der wird richtig süß. Also süß, ein bisschen synthetisch, aber nicht zu übertrieben. Cooler Duft für den Alltag, fürs Büro, für Sport. Überall hin da, wo du dich einfach gut fühlen möchtest. Also da sehe ich überhaupt keine Einschränkungen. Eher für die wärmeren Jahreszeiten. Der ist halt spritzig, der ist fruchtig, der ist so ein bisschen süß, der ist auch ein bisschen, ja ich würde mal sagen, verspielt, aber richtig cooler Unisex-Duft. Also ich würde hier keine Einschränkungen machen beim Geschlecht. Kann wirklich von allen richtig gut getragen werden. Der bekommt auf jeden Fall was Liebliches mit rein, durch Rose, aber auch Pfirsich hier tatsächlich in der Basisnote. Das heißt, je länger der sich entwickelt, desto mehr kommt auch dieses Fruchtige weiterhin mit durch. Ich finde, wirklich ein cooler Duft für alle, denen zum Beispiel so Ervapura, Kirke in die Richtung zu intensiv ist, zu in your face, zu synthetisch. Der ist zwar auch synthetisch, aber lange nicht so arg. Der ist sehr viel feiner, noch harmonischer aufeinander abgestimmt. Exotic, cooler Duft. Jetzt zum nächsten Duft, auch von Mr. Waldron, The Whisper. Könnte da irgendwas mit grünen Nuancen drin sein? Ich muss da irgendwie an Bäume denken bei The Whisper. Oder es ist ein sehr zarter Duft. Einer, der einen nur so leicht einhüllt. Mal schauen. Okay, damit hätte ich gar nicht gerechnet. Mega fruchtig, süß schon im ersten Riechen. Der ist ein bisschen vollmundiger als der Exotic, obwohl der Exotic ja auch fruchtig ist. Ist der Whisper so runder, vollmundiger, hat einen Pfirsich hier in der Kopfnote, nicht in der Basisnote. Das heißt, er ist schon wirklich süß, fruchtig, wunderschön. Für mich im ersten Riechen tatsächlich tendenziell weiblich. Der hat was Feminines, vor allem auch Weißblütler mit drin. Liebe ich ja. Also der bekommt ein bisschen so einen sauberen Touch. Sehr schön feminin für mich.
sehr weiblich, sehr sinnlich auch ein bisschen. Also ja, auch sehr schön. Ich sprühe den tatsächlich mal auf die Haut. Wir riechen nachher am Ende vom Video nochmal an meiner Haut, weil da ist anscheinend Leder und Vanille noch in der Basisnote mit drin und auch Vetiver. Ich bin super gespannt, ob der The Whisper sich in eine Richtung entwickelt, wo es vielleicht doch auch zu Männern passen könnte. Insofern, ich lasse ihn mal entwickeln und wir schauen nachher nochmal drauf. Auf jeden Fall ein Duft, der auch gut in die warmen Jahreszeiten passt. Next one ist der Pure. Pure würde ich mir jetzt vorstellen, irgendwas vielleicht Transparenteres, was ein bisschen ja, Frisches, Sauberes. Aber ich meine, ich lag bei dem zweiten Duft hier mit The Whisper auch falsch. Von dem her bin ich mal gespannt, was mich hier erwartet. Pure von Mr. Waldron. Oh, wie schön! Sehr zitrisch, apfelig und Hibiskus mit drin. Das ist so ein bisschen wie so ein wunderschöner kalter Tee im Sommer, der sehr, sehr erfrischend ist. Der ist auch ein bisschen bitter. Wir haben hier Limette mit drin. Das spielt auch so ein bisschen mit rein. Ne? So ein schöner, kühler Tee mit Zitrone, Hibiskus, Limettenscheibe. Super erfrischend. Und dann kommt eine wunderschöne Orangenblüte mit rein. Und die gibt schon, finde ich, so ganz, ganz leicht seifigen, sauberen Touch mit rein. Wirklich schön. Ein eher transparenter, hell gelber, leicht grüner Duft für mich. Super schön zu riechen. Sehr angenehm, nicht aufdringlich, perfekter Alltagsduft. Auch eher für die wärmeren Jahreszeiten, würde ich mal sagen. Also bis zu dem Zeitpunkt finde ich, dass die Düfte von Mr. Waldron echt nicht polarisierend sind. Ich glaube, das sind Düfte, die wirklich vielen von euch gefallen könnten, was ich auch sehr, sehr schön finde. Es gibt ja schon Marken, die ecken an die Parfums. Ich würde sagen, hier bei Mr. Waldron, das sind wirklich ganz, ganz tolle und einfach zu tragende Düfte. Bis jetzt auch super für den Alltag. Finde ich auch immer spitze. Ist ja auch toll, Parfums zu haben für besondere Anlässe. Aber ja, ich möchte natürlich jeden Tag gut duften. Und bisher würde ich sagen, ja, jeder von den dreien könnte ein richtig guter Alltagsduft sein. Der Pure für mich auch absolut unisex zu tragen. Auch da keine Einschränkung. Wir kommen zu, süß geschrieben, Happy. Ich denke mal, dass es Happy, also Freude, glücklich sein bedeuten soll. Ich kann mir nichts darunter vorstellen, außer einen Duft, der eben gute Laune weckt. Das hoffe ich zumindest, wenn ich gleich dran rieche. Mal schauen. Geht in eine ganz andere Richtung als das, was wir bisher gerochen haben. Wunderschöne Mandarine, wie ich finde, was man am Anfang rausriecht. Also der hat auch Zitrusfrüchte mit drin, aber die sind nicht so sauer, sondern eher vollmundiger, saftig und Ingwer kommt auf jeden Fall raus. Wir haben eine leichte Schärfe nochmal mit drin, hier auch im Opening. Ich liebe das ja, wenn es ein bisschen scharf ist. Dadurch wird es auch ein bisschen erfrischend. Super spannender Duft, geht wie gesagt in eine andere Richtung, weil wir bekommen hier aquatische Vibes mit rein, ohne dass es jetzt so ein mega klassischer Aquat ist. Der ist aquatisch, leicht salzig, dann im Hintergrund die Mandarine, dieses Saftige mit drin. Super schön. Und wir bekommen auch eine leichte Würzigkeit mit rein. Vielleicht durch den Ingwer, aber auch die Ambrettesamen. Ja. Und Salbei, wobei ich Salbei jetzt nicht mega präsent rausrieche. Aber der bekommt einfach so ein bisschen an Tiefe. Aber auch hier der Pure auf jeden Fall ein Duft, der nicht schreit, der angenehm ist, der für den Alltag super gemacht ist. Und auch hier würde ich sagen, für alle Geschlechter. Also auch hier sehe ich wirklich gar keine Einschränkung. Man könnte jetzt sagen, ja, so maritime Düfte sind vielleicht eher für Männer. Ich finde aber und habe auch schon immer von euch aus der Community gehört, dass viele Frauen auch gerne ebenso Aquaten tragen. Und ich finde, der Pure, ja, könnte ein Kandidat sein, der ebenso gut auch für Frauen geeignet ist. Next one. Café del Sol. Ich stelle mir vor, ich bin in einem Café, die Sonne scheint, es ist ein wunderschöner Sommertag. Ein bisschen Kaffeegeruch liegt in der Luft, vielleicht auch ein bisschen Gebäck. Ich liebe Kuchen zu Kaffee. Bin gespannt, wie dieser Duft riecht. Okay, auch wieder nochmal was ganz anderes. Blumig im ersten Riechen. Wir haben Tuberose mit drin. Hatte ich auch noch nie, dass das mit einer Kopfnote so extrem öffnet. Ja, ein bisschen Pfeffer, wobei ich finde, dass der nicht so mega präsent im Vordergrund steht. Süß für mich und da kommt eine Rose mit rein. Spannende Kombination. Man könnte jetzt sagen, ja, mit Tuberose, es wird eher so ein klassischer Weißblüterduft. Da kommt eine Rose mit rein. Super schön. Dadurch wird es natürlich noch etwas süßer. Und tatsächlich soll hier Kaffee mit drin sein. Ich rieche den aktuell leider noch nicht so arg raus, was ich mega schade finde. Ich finde Kaffee persönlich in Düften super schön. Kleiner Spoiler, ich mache euch bald mal ein Kaffeeduft-Video. Weil ich finde es so cool. Und vor allem sind
Düfte, die Kaffee mit drin haben, immer total unterschiedlich komponiert. Also es gibt Düfte, die sexy sind, aber es gibt auch super Alltagsdüfte. Ich finde, die sind einfach sehr, sehr vielseitig. Hier bei dem Café del Sol, ja, Kaffee rieche ich noch nicht wirklich raus. Ich lasse den Duftstreifen extra mal ganz brav bei dem Duft liegen. Ich rieche nachher noch mal dran. Vielleicht braucht er auch einfach Zeit, sich so ein bisschen rauszuentwickeln. Aktuell ist er eher so ein bisschen süß, vollmundig, vor allem eben auch durch die Rose. Aber mir fehlt noch die Gourmand-Note und ich hoffe, die kommt noch raus, weil dann könnte der Duft richtig geil werden. Next one ist Mystik. Ich hätte irgendwie gedacht, dass ein Duft, der Mystik heißt, vielleicht in einem schwarzen Flakon daherkommt. Deswegen bin ich jetzt mega gespannt, was mich hier erwartet. Oh, das riecht schon lecker. Frisch, leicht, aquatisch für mich, aber auch was Blumiges mit drin. Birne, Melone, Zitrone. Birne. Birne riecht man definitiv raus. Wassermelone nicht. Wobei, das könnte auch ein bisschen schwer sein, ohne dass es zu synthetisch wird. Es ist aber ein super frischer, erfrischender Duft, wo eben eine leicht süße Birne mit rauskommt. Und ich finde auch schon das Blumige, da sind auch Weißblütler mit drin, Freesie, Jasmin und tatsächlich auch nochmal Rose. Ich finde aber gerade die Weißblütler riecht man auf jeden Fall, wenn man das erstmal in einem Duft schnuppert. Ein Duft, der für mich auch perfekt in die warmen Jahreszeiten passt. Ich finde es einfach super schön, hier wirklich diese Süße und Reife der Birne nochmal rauszuriechen. Ich bin natürlich gespannt, wie lang man das wahrnimmt. Oft ist es ja so, wenn es damit eröffnet, verliert sich das so ein bisschen mit der Zeit. Ich könnte mich ja an sowas wirklich tot riechen. Ich finde gerade Birne, Pfirsich oder eben auch Kirsche mega in Düften. Von dem her hoffe ich, dass natürlich die Birne hier bei dem Duft etwas länger anhält. Der wird so ein bisschen pudrig, bekommt so einen leicht pudrigen Touch, wie ich finde. Kann aber auf jeden Fall auch ein Duft sein, der von Männern als auch von Frauen getragen werden kann. Und eben eher für die wärmeren Jahreszeiten. Ich muss sagen, bei den Düften, das sind alles für mich wirklich gute Alltagsdüfte, die man ganz, ganz unkompliziert tragen kann. Und spannend finde ich einfach, dass die Düfte wirklich in ganz unterschiedliche Duftrichtungen gehen, sodass auch für jeden was mit dabei ist. So, jetzt rieche ich aber mal nochmal hier an dem Café del Sol. Mal schauen, ob Kaffee rauskommt. Was auf jeden Fall rauskommt, ist die Rose, wie ich finde. Und wir bekommen auch eine prominentere Vanille nochmal mit rein. Jetzt wirklich Kaffee so mega im Vordergrund, nach wie vor immer noch nicht. Ich muss ihn mal auf der Haut testen. Also falls du den Café del Sol von Mr. Waterman schon mal gerochen hast, sag mir mal, ob du Kaffee wahrnimmst. Manchmal liegt es ja auch an der Nase. Ist schon öfters so gewesen, dass man Sachen einfach nicht rausgerochen hat. Hätte ich mir ein bisschen mehr noch gewünscht, aber einfach nur, weil ich wirklich Kaffeedüfte liebe. Und dann gehen wir nochmal zurück zum The Whisper. Den habe ich mir ja aufgesprüht. Mal schauen, ob hier irgendwas in Richtung Leder rauskommt. Ja, tatsächlich. Da kommt so eine Sandelholz und ich würde auch sagen, das Vetiver kommt so ein bisschen raus. Wir haben das ganz, ganz leicht Erdiges mit drin und Holziges. Super schön. Also wirklich ein Duft, der dann auf jeden Fall von Männern als auch von Frauen getragen werden kann. Das bildet so ein bisschen den Gegenpol eben zu diesem süßen Kern mit der Rose eben mit drin, mit den Weißblütlern, mit dem fruchtigen Start, sodass man da wirklich eine gute Balance hat. Wir machen einen kleinen Markenswitch und gehen zu der Marke Affinissance und der erste heißt Combava Citron. Schauen wir mal, ich kann mir gar nichts darunter vorstellen. Insofern bin ich mal gespannt. Ui, der hat auf jeden Fall einen riesen Nebel, dieser Duft. Okay, krass. Oh, krass. Mega zitrisch. Der hat auch richtig Power, so gefühlt. Zitrisch, Limette muss da mit drin sein. Ja, Limette, Zitrone ist mit drin. Minze, wow, kommt jetzt extrem raus. Wir bekommen was zitrisch richtig schön Grünes. Wow, also krass. Das ist wirklich von der Intensität, gerade im ersten Sprühen, da haut es einen kurz um. Also ich hätte es wirklich noch ein bisschen auf dem Duftstreifen lassen sollen, nicht gleich riechen sollen. Ja, da ist Power dahinter. Aber natürlich muss man auch sagen, gerade bei so zitrischen Düften, die Power geht öfters dann relativ schnell nochmal in den Hintergrund. Es ist wirklich ein Duft für alle Liebhaber da draußen, die genau dieses zitrische, grüne mit einer holzigen Basis mögen, aber eine gute Performance haben wollen. Der Duft ist wirklich intensiv, gerade für so einen zitrisch-minzig frischen Duft. Sehr cool. Perfekter Duft für Frühling und Sommer. Geschlecht vollkommen egal, passt zu allem, passt zu jedem und passt auch zu jedem Anlass. Super unkompliziert zu tragen und mega erfrischend. Leicht würzig mit dem Kardamom noch. Cool. Wirklich schön komponiert. Ich finde gerade so sehr zitrische Düfte können oft auch
langweilig sein oder eben sehr seicht. Der Duft aber von Affinisance, das ist wirklich kein seichtes Wässerchen. Ich glaube, mit dem kann man wirklich den ganzen Tag locker Spaß haben. Cooler Duft, endlich mal ein Zitrusduft mit einer ordentlichen Performance. Wir kommen zu einem Duft, der, so wie ich gehört habe, einer der beliebtesten von Affinisance ist und auch schon Preise abgeräumt hat. Und zwar ist das der Santal Basmati. Und ja, jeder von euch kennt bestimmt Basmati Reis. Und ja, wir haben hier Reis mit drin. Ich habe noch nie einen Duft gerochen, in dem Reis mit drin ist. Ich habe zwar im Kopf, wie so Reis riecht, wenn man den aufkocht, aber ich kann es mir gar nicht vorstellen in dem Parfum, dass dort Reis mit verarbeitet ist. Ich bin mega gespannt. Wow, also spannende Entwicklung. Wir haben wirklich was Holziges eigentlich am Anfang und dann kommt wirklich wie so ein trockener Reisgeruch durch. Super spannend. Der wird richtig trocken erstmal. Richtig geile Entwicklung. Sehr besonders. Habe ich noch nie gerochen, so ein Duft wirklich, wie das interpretiert und eingearbeitet wurde. Wahnsinn. Das ist mal, wie ich finde, so ein richtiger Nischenduft. Mal wirklich eine Duftkomponente, mit der ansonsten eigentlich nie gearbeitet wird und die eigentlich auch in keinem anderen Parfum, was ich zumindest kenne, mitverarbeitet wurde. Wirklich sehr, sehr besonders. Und das Spannende ist, der wird kurz richtig trocken. Man denkt so, huiuiui, also da bleibt einem fast so die Spucke weg. Und jetzt wird er wieder so ein bisschen leicht cremig. Wir haben nämlich auch Kaschmeran mit drin. Wahrscheinlich führt es einfach in der Kombination mit dazu, dass es so ein bisschen cremig wird. Ich muss so ein bisschen an Klebreis irgendwie denken, von der Konsistenz her. Super spannend. Für mich ist das ein Duft, der am Anfang eben so wirklich trocken wird, dann aber wieder cremig. So ein bisschen ein Wohlfühlduft für mich. Von der Sillage her auch eher so im Mittelfeld, würde ich jetzt mal sagen. Angenehm zu tragen, guter Alltagsbegleiter. Und der wird einfach so ein bisschen cremig, fast schon so ein bisschen warm. Auch mit einer schönen Iris nochmal mit drin. Kann man schon mal machen, wenn man wirklich einen Duft haben möchte, der einfach in eine sehr besondere Richtung geht und wo man jetzt vielleicht nicht an jeder Ecke riecht. Der dritte Duft von Affinisance, den ich dabei habe, heißt Cèdre Iris. Hui. Huiuiui. Pudrig, schon im ersten Riechen, Wahnsinn. Pudrig, trocken, wie so ein Lipstick-Akkord ein bisschen. Ja, sehr trocken, leicht holzig, trotzdem für mich feminin, floral. Okay, krass. Krasser Duft, wirklich. Also ich muss sagen, Affinisance, die Düfte gehen wirklich in komplett unterschiedliche Duftrichtungen. Auch sehr besonders, dieser Duft. Und ich dachte wirklich, das ist ein reiner Frauenduft. Aber wenn man dem mal so ein bisschen Zeit lässt, kommen eben diese Hölzer mit raus. Dieses Trockene, es ist kein klassisch pudrig femininer Duft, wie zum Beispiel jetzt in dem Boudoir Belle von Philly & Phil, sondern der wird einfach auch durch Weihrauch und eben durch die Hölzer schön trocken, aber unisex zu tragen. Und wir haben natürlich schon eine Iris, die gibt auch was Sinnliches so ein bisschen mit rein, aber ich würde nicht sagen, dass er dadurch deswegen nur von Frauen getragen werden kann. Auf gar keinen Fall. Der wird so ein bisschen hautnah für mich, aber ich bin mir sicher, wenn man den trägt, dass er trotzdem wahrgenommen wird. Aber der riecht einfach wunderschön auf deiner Haut und verbindet sich richtig schön mit der Haut. So würde ich den mal einschätzen. Der letzte im Bunde ist der Queer Kurkuma. Da wird wohl was mit Leder und mit Kurkuma mit drin sein. Ich kann mich nicht daran erinnern, Kurkuma jemals in einem Duft gerochen zu haben. Ingwer ja, das gibt es öfters, aber Kurkuma, bin gespannt. Leder wirklich sofort im Vordergrund. Wow, das erinnert mich, wenn es hier Menschen in der Community gibt, die auch Reitsport betreiben. Wenn ihr in so ein Reiterlädchen mit reingeht und die Sättel riecht, dieses Leder, so riecht es im ersten Riechen, das katapultiert mich original in so ein Reitergeschäft rein. Mega gut, wie das riecht. Ich liebe diesen Geruch dort. Super schön und Kurkuma kommt jetzt sukzessive mit dazu und gibt eben sowas leicht würzig, leicht scharfes auf jeden Fall auch mit rein. Es ist für mich ein heller Lederduft, also kein dunkler Duft. Das nicht, gibt es ja auch zur Genüge, gerade bei Lederdüften. Hellbraun, schön unterlegt. Mit Sandelholz, mit schönem Kurkuma. Schöner, würziger Duft, ganz, ganz toll interpretiert. Und ich würde auch hier sagen, vom Geschlecht her, ich selbst würde ihn nicht tragen, auch wenn ich den Geruch wahnsinnig schön finde. Aber er wäre mir einfach zu ledrig, zu holzig tatsächlich, obwohl er wirklich für jedes Geschlecht geeignet ist. Cool gemacht. Coole Entwicklung. Leder in der Art und Weise interpretiert habe ich tatsächlich noch nie gerochen. Da ich weiß, dass es schwierig ist, alle Düfte auszuprobieren, die wir neu ins Sortiment bekommen, ihr habt natürlich die Möglichkeit, auch dieses Mal wieder einen von diesen Düften zu gewinnen. Lasst mir in den Kommentaren wissen, welcher es sein soll.
Abonniert einfach den Channel, liked das Video, um eben am Gewinnspiel teilnehmen zu können. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Glück und wir sehen uns bei Teil 2 der neuen Düfte, die bei uns ins Sortiment eingegangen sind. Ciao!